In der heutigen Gear Reference Episode gucken wir uns Bilder aus dem Jahre 2004 vom Kommando Spezialkräfte an, die sich beim Wüstentraining in den USA. So, Versuch Nummer 2. Ich habe das Video gerade schon mal ohne Tonspur aufgenommen, klugerweise. Aber wir gehen jetzt einfach nochmal, oder ich gehe jetzt einfach nochmal neu rein. Und zwar, es gibt eine Bilderserie, die von der Bundeswehr aufgenommen wurde. Ist öfter mal dann vermerkt worden, dass das Presse- und Informationszentrum diese Bilder gemacht hat und verwaltet hat. Die sind in dem ein oder anderen Buch abgedruckt, in Zeitschriften, Artikeln oder manchmal auch einfach nur auf irgendeiner Bundeswehrseite. Und ich habe mal versucht, möglichst alle oder die, auf denen man auch gut was erkennen kann, irgendwie zusammenzusuchen. Ein paar hatte ich online gefunden, ein paar habe ich noch auf der Festplatte gehabt, ein paar sind aus Zeitschriften oder aus Büchern, um uns eben mal die Ausrüstung anzugucken, welche denn hier vom KSK im Jahre 2004 beim Wüstentraining genutzt wird. Hier gleich ein ganz berühmtes Foto. Das habe ich gleich nochmal aus einem Sternartikel. Da sieht man auch einen Teil vom Artikel, aber da ist ein bisschen was übergelegt, aber die Qualität ist besser. Weswegen wir uns das gleich nochmal ein identisches Bild angucken, ähm, wo aber halt eben noch was drüber gelegt ist. Und dann starten wir nämlich mal mit dem hier einmal jetzt für euch, um sich das anzugucken, ohne alles. Und jetzt haben wir es nochmal in besserer Qualität aus dem Artikel. Und zwar fangen wir mal ganz normal an. Hier die drei Aufklärungs- und Gefechtsfahrzeuge des Kommando Spezialkräfte im scharfen Schuss. Hier MG3, schön mit dem EOTech 552, gut zu erkennen am langen Batteriefach. Auf der Montage, wo eigentlich vorne sonst immer das Fliegerabwehrvisier ist. Und hier oben eben noch mit dem M2 Maschinengewehr, auch hier EOTech 552 an der Seite noch ein Laser angebracht. Genau, wir wollen uns aber jetzt primär mal die Ausrüstung angucken. Und zwar haben wir hier immer die gleichen Kommandosoldaten, die hier begleitet wurden. Wir sehen auf den unterschiedlichen Bildern mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Deswegen kann es sein, dass sich das ein oder andere eben wiederholt. Hier vorne erste Kommandosoldat, noch gar nicht so viel zu erkennen, aber eben Schema genauso wie hier oben. Lucy, Nachtsichtbrille mit der Kopfhalterung und hier unter, und gerade bei ihm können wir es auch schon gut erkennen, dem neuen Headset, was damals eingeführt wurde beim KSK, und zwar dem Peltor Sound Prep. Da haben wir auch noch Bilder, wo wir das Ganze ein bisschen besser erkennen können, deswegen gehen wir da später nochmal drauf ein. Hier außen am AGF angebracht ein Dayback Werkhaus-Modell Munro, was damals so der klassische Rucksack, das klassische Dayback beim KSK war und auch bei den Fallschirmjägern etc. zusammen dann mit dem großen Werkhaus. Ab und zu sieht man die sogar noch heute im Einsatz, sind ja über einen sehr langen Zeitraum benutzt worden. Hier drumherum haben wir einen Expander, und zwar ist das der dienstlich gelieferte, der zum Plansatz gehört. Hier sehen wir auch eine der Planen. Hier oben auch hier noch mehr Expander, die damit angebracht wurden an den Sandflächen hier, ähm, eben um das Fahrzeug noch mehr abzutarnen. Wir sehen hier auch grundsätzlich, dass hier sehr viel gemacht wurde, um eben die Konturen des Fahrzeuges zu verbergen. Hier haben wir einen AGF in Zufahrt. Hier vorne sehen wir noch mal ganz schön die Nebelwurfanlage. Auch hier, das könnte ein EOTech 551 sein, also mit dem kurzen Batteriefach. Halt nicht super zu erkennen, weil da noch was vor ist, aber es sieht ein bisschen danach aus. Und hier haben wir einen Soldaten, der mit dem Rücken zu uns sitzt, und das ist so vom Schnitt her der klassische britische Waistcoat, also diese ganz normale Kampfmittelweste, die die Briten genutzt haben. Hier mit der Höhenverstellung noch, hatten die späteren nicht. Ich weiß nicht, ob die dienstliche das überhaupt mal hatte, vielleicht bei der ersten oder zweiten Version noch. Aber gerade welche vom zivilen Markt dieser Westen, da ist das eigentlich bei ganz vielen noch mit dabei als Feature. Hier ebenfalls zwei AGF. Hier vorne Ähm, am M2 Maschinengewehr können wir auch schön erkennen, dass hier schon ein Chest-Rig getragen wird. Die Schultergurte sind zu sehen, gehen wir aber später darauf ein, weil wir es da auf jeden Fall noch mal besser sehen. Hier auch das MG3 hier, der Dayback, also wird wahrscheinlich das Fahrzeug sein, was wir vorhin schon vielleicht gesehen haben. Habe ich jetzt nicht ganz genau verglichen, könnte aber durchaus natürlich sein.
Hier hinten sehen wir schon die Besatzung der ATVs. Hier drüben, glaube ich, vom Rad sehen wir auch später noch. Und hier eben nochmal den AGF, den wir gerade gesehen haben. Hier ein Bild, was ich aus dem Buch über das KSK gescannt habe. Deswegen hier in der Mitte auch diese verschwommene Wulst. Es geht halt einfach nicht besser und habe dann die zwei Bilder zusammengefügt. Und hier haben wir halt schon die ersten genaueren Details, die wir uns angucken können. Und zwar machen wir jetzt einfach erstmal die Rucksäcke. Hier, wie gerade schon erwähnt, Berghaus Cyclops 2 Modell Atlas mit Schlemmkreide abgetarnt, alle beide und hier hinten auch noch im Hintergrund gut zu erkennen. Zur Ausrüstung, beide tragen einen Boonie Head. Hier die Krempe eingekürzt, also das Ganze abgeschnitten einfach. Und hier sehen wir auch nochmal sehr schön das Peltor Soundtrap. Hier mit dem KSK-typischen Mikrofon haben wir auch beim Nachfolger, dem Peltor Comtec, dass da ebenfalls fürs KSK so ein ja, typisches Mikrofon genutzt wurde und keins von der Stange. Hm. Brille dürfte eine Oakley Half Jacket sein. Bei Brillen bin ich jetzt nicht so der übelste Experte. Wenn das jemand noch genau verifizieren kann, kann man das gerne dazu schreiben. Ja, Schemak, ähm, Smog, Schara-Modell 2001 sehen wir hier schön an dem beigen Besatz. Hier auch schön die, also hier sehen wir einmal, wie der Original ist. Da ist keine Klettfläche dran, auf beiden Seiten nicht. Hier, die sind dann ja nachträglich modifiziert worden und wurden angebracht für Infrarot-Patches. Beide haben auf ihrem E36K ein EOTech 551 mit dem kurzen Batteriefach. Hier vorne sehen wir noch eine Oakley Staubschutzbrille, wahrscheinlich das Modell SE Assault. Das ist so ein Klassiker damals. Bei den Westen haben wir hier die ja, Modell 3 Multifunktionsweste, die dritte Ausführung, je nachdem, ab wann man zählt. Die erste ist ja so ein bisschen wahrscheinlich so ein Selfmade-Ding gewesen mehr, so Rigger-Made. Aber ich sag mal, von der Stange mehr ist das dann die zweite, ja, dritte Version, je nachdem. Sehen wir auch hier schön abgetarnt mit Schlemmkreide. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht und über die ganzen Details. Hier sehen wir die SEM52-Tasche, steckt halt das Motorola XTS 3000 drin. Hier drüben haben wir einen Chest-Rig von Highspeed Gear, äh, HSGI damals abgekürzt. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an, weil das ein super cooles Chest-Rig, das halt so ein richtiger Bauchladen ist zum Aufklappen, allem drum und dran. Ähm, aber der ist halt einen ganz speziellen Tarn, das erkennt man hier leider nur nicht ganz so gut. Gehen wir aber auch nochmal drauf ein. Hier Oliv die Fies- und Schutzhandschuhe KSK mit dem schwarzen Besatz. Äh, Hier am gecleanten G36-Magazin, also da wurden die Verbindungsnasen entfernt. Und drunter noch so ein Pull-Port eingebracht in den Boden des Magazins. Heckler- und Koch-Sturmgriff, Laserlichtmodul, also so klassischer Kit von damals, ne? Mit dem Knights Armament Riss Handschutz. Hier im Hintergrund noch eine interessante Sache, und zwar trägt dieser Soldat hier ein Flecktarn-Smog im Fünffarb-Flecktarn. Nicht Dreifarb wie alle anderen, aber eben eine Dreifarbhose. Auch hier Berghaus. Hier drüben sehen wir nochmal ganz normal die Multifunktionsweste KSK, wie der Kamerad hier vorne auch dabei hat. Hinten noch die Isomatte hier mit der Schutzhülle drüber. Genau, jetzt haben wir das Bild gleich nochmal äh, aus einem anderen Druck, halt ohne diesen Knick. Wollte ich gerne so nochmal mit haben, weil man hier vom Ausschnitt noch ein bisschen mehr erkennen kann. Und zwar sehen wir hier auch die Hose und zwar hier auch noch das Modell 2001 von Chara mit den Cordura oder mit den Beintaschen aus Cordura-Material. Haben wir nämlich hier noch eine Besonderheit zu anderen Hosen, die noch getragen werden. Da gucken wir dann mal gleich drauf. Und zwar sehen wir es hier ganz schön. Hier vorne der Kamerad mit dem Highspeed Gear Chest-Rig von gerade eben und hier der neben ihm hockte. Sehen wir hier schön die Hose, ne, mit den Verstärkungen am Knie, die ebenfalls in TAN gehalten sind. Und hier vorne schon eine neuere Version aus 2004. Sind die Seitentaschen auch aus normalem Dreifarbflecktarn-Stoff und die Kniepolster, beziehungsweise die Abdeckung, die Einschübe sind hier aber noch aus Cordura und zwar aus Dreifarb Wüstenhandel Cordura. Da ist man direkt danach von abgegangen, weil man dahinter auch deutlich mehr schwitzt bei diesem Kunststoffmaterial. Das ist dann danach auch ganz normal aus
Hosenstoff hergestellt wurden, das Fach. Ja, hier sehen wir hier hinten einen normalen Wolf. Ich glaube nicht, dass der da speziell zugehört ist, vielleicht auch vom Kamerateam. Hm, Wir haben den AGF, die zwei Creda und eben zwei ATVs. Bei den Helmen, die die Fahrer hier tragen, handelt es sich um einen Helm der Marke Pryon. Die haben so Wassersporthelme und sowas hergestellt, die waren auch sehr populär beim KSK. Sonst sehen wir hier von den Details leider nicht so viel. Ist halt nicht die beste Qualität, aber wir sehen die Herren nochmal auf einem anderen Foto. Sehr berühmtes Bild. Hier vorne auch zu sehen, gleich das Bundeswehr KSK Kajak Chest Rig. Über das habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Hau ich den Link mal mit rein. Habe ich da auch verwendet. Und hier sehen wir den Trupp weiter in der Bewegung. Schemak, auch hier Sonnenbrille, wahrscheinlich auch Oakley M-Frame oder ach, whatever. Aber eben schön hier das Kajak Chest Rig. Vom Aufbau her natürlich hier mit der Mehrzwecktasche, G36 Doppelmagazintasche und dahinter die Handgranatentasche. Funkgerät wird hier in der Brusttasche mitgeführt. Ähm, Hier sehen wir auch nochmal schön die Modifikation am 2001er Parasmog und eben die KSK Schieß- und Schutzhandschuhe. Er trägt dazu ein G8, was auch sehr schön mit Schlemmkreide abgetan wurde. Ansonsten hat er hier noch seinen Rucksack nicht angemalt, sondern eben den dienstlich gelieferten 110 Liter Rucksacküberzug in Dreifarbflecktarn. Drüber ist halt ein ganz normales Ding aus Stoff, nicht wasserabweisend oder so, sondern einfach nur ein Stoffüberzug, um eben etwas abzutarnen. Hier sind die Bänder davon zum Zuziehen und Festigen am Rucksack. Hier wieder das HSGI Chest Rig und wir sehen die anderen Soldaten weiter in der Bewegung. Ja, hier in der Rundumsicherung, alle sitzen auf ihren Rucksäcken. Und zwar können wir es, das machen, Chest Rig machen wir gleich. Wir gehen erstmal hier hinten hin. Hier Rückenteil von der Multifunktionsweste KSK. Hier ja natürlich der Kamerad von gerade eben mit dem Kajak Chest Rig. Hier sehen wir auch nochmal, dass das G8 hier in der Ausführung ist mit Magazinzuführung. Hier noch der alte LLM-Trigger, der eigentlich für den Handschutz ist. Auch ganz spannend. Und hier sehen wir nochmal die Hose, ja, von Leo Köhler damals hergestellt worden, 2004. Die hatten einen kurzen Contract, wo das eben noch aus diesem Material ist. Schuhe sehen wir hier jetzt mal ganz schön. Die Modelle Meindl, Desert, Fox, damals auch im Truppenversuch bei der Bundeswehr gewesen. Hier drüben haben wir hier die schöne Form der Mehrzwecktasche Arktis 4-2 Commando Chest Rig. Habe ich auch schon mal im Video gehabt. Hier auch schön in der Flecktarn-Ausführung. Erkennt man hier sehr gut. Hier vorne ist noch eine zusätzliche Tasche angebracht. Sehen wir auf einem anderen Bild noch mal ein bisschen besser. Und er trägt hier hinten noch eine Mehrzwecktasche, wo vielleicht ein Poncho-Liner, ein Poncho oder irgendwas zum Abdecken drin ist. Sehen wir hier die Schnürung. Kann man leider nicht genau erkennen. Aber eben hier auch noch das Rückenteil vom Chest Rig. Hier vorne, das ist echt so Mitte der 2000er immer mal aufgekommen, so ein Neopren-Überzug fürs EOTech 552. Ganz schön zu erkennen. Habe ich auch nicht oft gesehen, dass sowas genutzt wurde, aber es kam da mal. Jetzt gehen wir mal zum Chest Rig und zwar kann man es hier gut erkennen. Das Highspeed Gear Chest Rig hier in einem, ja, ich sag mal, Digitaltarn. Hm, Damals wurde das Chest Rig hergestellt, unter anderem im CatPad, also im kanadischen Digitaltarn, und im hauseigenen Tarn von HSGI, HSGI. Jungle Stalker hieß das, habe ich euch auch ein Bild rausgesucht, ist ganz am Ende mit dran, dann gehen wir nochmal drauf ein. Hier oben in der Tasche, das dürfte das Modell Denali sein, meine ich. Die hatten hier vorne nochmal das Extrafach. Gab es auch noch Silver Throne. Also es gab mehrere von diesem Chest Rig, die sich sehr ähnlich sind mit unterschiedlichen Features. Hier Motorola oben in der Tasche, die oben aufgebracht ist, zeige ich euch nachher auf dem Bild nochmal, wenn wir das Detail haben. Könnte echt gut sein, dass hier eben das Jungle Stalker Modell genutzt wurde, was halt super spannend ist, weil das sehr, ja, sehr selten in deutscher Nutzung, dieses Chest Rig. Wurde von KHS auch mal in Flecktarn kopiert. Auch super spannend. Hatte ich auch mal, habe ich irgendwann mal leider verkauft. Ähm, ja, aber ich habe noch das Original von HSGI, die Silver Throne Version in Olive. Mache ich auch mal ein Video zu. Aber da braucht man viel Information, weil es so viele verschiedene Versionen davon gab. Und wenn man die mitnehmen möchte, muss ich noch mal ein bisschen recherchieren. Hier
Gehen wir erstmal nach hinten. Hier haben wir wieder den Kameraden mit dem Waistcoat. Farbe kann man gar nicht genau sagen. Ich würde echt auf DPM tippen. Hier hinten sehen wir nochmal die Hüftverstellung und hier vorne eben die beiden Fahrer. Hier der mit dem 4-2 Commando Chest-Rig, sehen wir hier diese Tasche. Dürfte entweder von Highspeed Gear sein oder Miltech hat damals so eine kleine Zubehörtasche hergestellt. Habe ich auch so ein Ding, da gucke ich noch mal nach und das wird dann mal in 'nem Video kommen. Ja, Prionenhelm, hier normale Staubschutzbrille, hier drüben auch das Modell von Oakley, SE Assault wahrscheinlich. Normale Multifunktionsweste KSK, die wir hier schon öfter gesehen haben, welche ab 2001 der Standard beim KSK war. Hier ein Bild, was in einem Buch abgedruckt wurde. Ich weiß gar nicht in welchem, vielleicht im spezialisierter Einsatzkräfte der Bundeswehr. Das habe ich aber so mal online gefunden. Hm, und zwar haben wir hier einen schönen Blick auf das Kajak Chest Rig, ne? Mehrzwecktasche, Doppel-G 630, hinten Handgranate, modifizierter 2001er Smog, Feldau Soundtrap, Lucy-Kopfhalterung samt Lucy und eben auch nochmal Laser EOTech 552 am M2. Ist halt der Schütze von dem ersten AGF. Hier sehen wir die anderen beiden von dem allerersten Bild, was wir vorhin schon hatten. Hier nochmal eine schöne Sicht auf den ATV-Fahrer und zwar hier nochmal die Klettflächen. Hier drüben haben wir es nämlich mal, dass ein IR-Patch auf der Klettfläche getragen wird. Normale Kampfmittelweste, wie gerade eben gesehen, auf beiden Seiten die Mehrzwecktasche mit dem Fastex-Verschluss oben und eben dem Motorola-Funkgerät. So, dann haben wir hier noch ein sehr schönes Bild von den Angehörigen, die wir vorhin schon gesehen haben. Hier sieht man es nochmal den Unterschied zwischen den Hosen, aber man kann ganz gut erkennen, dass es hier tatsächlich Cordura-Material ist. Ich kenne die Einsatzkampfhose auch. Und zwar, wir gehen einfach einmal von rechts nach links. Ja, hier ganz schön wieder die Multifunktionsweste KSK mit schönem Paint-Job mit Schlemmkreide, Motorola XTS hier vorne drin. Hier ebenfalls die Multifunktionsweste, genau wie hier. Hier drüben einer mit einem Festrig, so gerade gar nicht super zu erkennen, vielleicht das Kajak. Ähm, ja. Hier drüben ebenfalls Kajak Chestrick wieder mit dem E8. Jetzt noch für die Nacht die andere Optik drauf. Und eben hier haben wir nochmal was Besonderes, und zwar den Kameraden mit dem Flecktarn-Smog. Die Schultergurte hier vom Rucksack sehen ein bisschen aus wie Woodland oder ein anderes Tarn, leider nicht zu erkennen. Hätte ich sehr, sehr gerne gewusst. Aber wir haben hier noch eine Besonderheit und zwar ist das eins von den Custom Chest Rigs, die damals der Lindnerhof-Gründer Seppo Sixt hergestellt hat für sich und seine Kameraden in Wüstentarn. Es gab ja mehrere verschiedene Versionen. Ich bin ja schon einmal so ein bisschen drauf eingegangen beim Video über die Multifunktionsweste, Einsatzübung, über das Hüftteil, also das, was ein Chest Rig ist, was aber bei der Bundeswehr Hüftteil genannt wird. Und zwar habe ich da ja auch schon eins von den Custom Rigs gezeigt, die er genäht hat, weil er auch eins davon in meiner Sammlung ist. Ja, alle Schemak hier für die Nacht ausgestattet. Ja. Hier werden nochmal andere Stiefel getragen. Kann ich gar nicht genau sagen, welches Modell das ist. Ist auch nicht so wichtig, aber ansonsten primär halt hier die Meindl Versat Fox. Hier noch ein sehr populäres Bild und zwar haben wir hier nochmal die ATV-Fahrer. Wie gesagt, Prionenhelme hier vorne. Der Kamerad auch eine Art Chest-Rig, sehr wahrscheinlich auch ein 4-2 Kommando und trägt aber hier einen Protec oder Prionenhelm nochmal mit einem Wüstentarn-Überzug, auch ganz spannend. Alle Fahrzeuge natürlich, bin ich gar nicht drauf eingegangen, aber mit sehr schönen Paintjobs. Macht halt wirklich was her, ne? Gehen wir nochmal weiter hinten, ja, kommt der AGF. Ähm, genau. Und dann hier eben nochmal die beiden, die wir schon vorhin hatten. Das ist jetzt das Highspeed Gear Modell Silver Throne. Ne, Modell Denali Silver Throne ist, meine ich, das ohne diesen Reißverschluss hier vorne hat, der nur den Reißverschluss hier hinten. Und zwar in dem hauseigenen Jungle Stalker. Also das ist jetzt quasi sehr wahrscheinlich dann das, was auch der Kommando, also nicht genau das, aber halt eben diese Version in dem Methan, welches der Kommandosoldat vorhin auf dem Bild getragen hat. Sehen wir hier auch schön die Taschen an der Seite. Ist an sich ein ganz cooles Teil. Ja, das war es erstmal wieder in diesem Video, in dieser Ausgabe Gear Reference. Hier mal die
Kommandosoldaten 2004 im Training in der Wüste in den USA. Wenn ich was vergessen habe, wenn noch jemand Anmerkungen hat, gerne Kommentare schreiben oder schreibt allgemein gerne einen Kommentar. Ich tausche mich dann mal gerne mit euch aus. Und dann bleibt dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann bis bald. Ciao.